Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Was man von hier aus sehen kann, ist ein berührender und poetischer Roman von Mariana Leckie, der die Leser in ein kleines Dorf im Westerwald entführt. Die Geschichte entfaltet sich in einer Gemeinschaft, deren Mitglieder durch ihre Eigenarten, ihre gegenseitige Verbundenheit und ihre kleinen und großen Probleme geprägt sind. Im Zentrum des Romans steht Luise, deren Kindheit, Jugend und Erwachsenwerden eng mit ihrer exzentrischen Großmutter Selma verbunden ist. Selma besitzt eine besondere Gabe. Sie kann den Tod vorhersehen, indem sie von einem Okapi träumt. Angst, Liebe, Verlust und Hoffnung durchweben die Seiten dieses Buches. Und Leckie erzählt mit viel Feingefühl davon, wie Menschen trotz der Unausweichlichkeit des Todes und der Alltäglichkeit des Lebens Tiefe und Bedeutung finden. Die Prosa von Leckie ist voller Magie und Humor. Die Grenzen zwischen Realität und Fantasie verschwimmen, während die großen Lebensthemen auf scheinbar leise, aber kraftvolle Weise behandelt werden. Leser werden eingeladen, die kleinen Dinge des Lebens zu schätzen und sich mit den Geheimnissen des menschlichen Zusammenlebens auseinanderzusetzen. Dieser Roman ist eine wahre Hymne auf die Menschlichkeit, die Liebe und die Kraft der Gemeinschaft. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: die Bedeutung der Gemeinschaft. Das Dorf im Westerwald ist mehr als nur Schauplatz. Es ist ein Mikrokosmos für das Zusammenleben. Die Dorfgemeinschaft steht im Mittelpunkt von Leckies Roman und prägt das Leben jedes Charakters. Die Menschen sind durch Gewohnheiten, Geschichten und Traditionen miteinander verbunden, aber auch durch die kleinen Geheimnisse und individuellen Schrullen. Trotz aller Unterschiede bewältigen sie gemeinsam Schwierigkeiten und finden Trost im Beisammensein. Die Solidarität und Geborgenheit, die diese Gemeinschaft bietet, zeigen die Bedeutung von sozialen Beziehungen und vermitteln, dass wir in Krisenzeiten zusammenstehen müssen. Leckie schafft es, die Schönheit und manchmal auch die Herausforderungen des Zusammenlebens authentisch zu schildern. Für die Protagonistin Luise ist das Dorf ein Ort des Rückhalts, in dem sie sich trotz ihrer Zweifel immer wieder aufgehoben fühlt. Die Gemeinschaft gibt Kraft, aber sie stellt auch Erwartungen und bietet Anlass zu Konflikten, was dem Roman zusätzliche Tiefe verleiht. Zweitens: Umgang mit Tod und Verlust. Ein zentrales Thema des Romans ist die Auseinandersetzung mit Tod, Verlust und Vergänglichkeit. Die Großmutter Selma träumt immer dann von einem Okapi, wenn jemand im Dorf sterben wird. Diese besondere Gabe lastet wie ein Schatten auf der Dorfgemeinschaft, sorgt aber auch für Zusammenhalt, da jedes Mal, wenn das Okapi erscheint, die Menschen innehalten und sich auf das Wesentliche besinnen. Mariana Leckie schildert den Tod nicht als tabuisiertes Ereignis, sondern als natürlichen Teil des Lebens, der immer wieder Angst, Trauer und Unsicherheit auslöst. Die Figuren lernen, mit ihren Verlusten umzugehen, Abschied zu nehmen und Vertrauen in das Leben zu setzen. Der Tod wird so zum Motor für Entwicklung und Wachstum, zwingt zur Auseinandersetzung mit den eigenen Gefühlen und mit der Endlichkeit. Besonders die Entwicklung von Luise zeigt, wie tiefgreifend Verlusterfahrungen den Prozess des Erwachsenwerdens prägen und wie wichtig es ist, sich mit der eigenen Verletzlichkeit auseinanderzusetzen. Drittens: Liebe in verschiedenen Facetten. Liebe durchzieht den gesamten Roman, und zwar in unterschiedlichsten Formen. Romantische Liebe, familiäre Liebe, Freundschaft und die Liebe zu sich selbst. Es geht nicht nur um leidenschaftliche Gefühle, sondern auch um leise Zuneigung, Fürsorge und Loyalität. Luises unerwiderte Liebe zu dem buddhistischen Mönch Frederik spiegelt die Sehnsucht wider, aber auch die Akzeptanz des Unerreichbaren. Zugleich steht die enge Bindung zu ihrer Oma Selma für Verbundenheit und Vertrauen. Leckie demonstriert, dass Liebe oft still und unspektakulär sein kann und dass sie gerade in den einfachen alltäglichen Handlungen besonders wertvoll ist. Die verschiedenen Dynamiken zeigen, wie Liebe Menschen miteinander verbindet und wie sie dabei hilft, Schmerz und Verlust zu überwinden. Die offenen,
Nicht immer glücklichen Liebesgeschichten stehen synonym für das Leben selbst. Es ist unvorhersehbar, bittersüß und dennoch voller Hoffnung. 4. Magischer Realismus und die Alltagswelt. Ein besonders faszinierender Aspekt des Romans ist der magische Realismus, mit dem Lecky die Alltagswelt bereichert. Übersinnliches und Fantastisches wie das okapianische Omen oder ungewöhnliche Begebenheiten sind nahtlos in den Alltag eingebettet. Der magische Realismus hilft dabei, die Unsicherheiten des Lebens zu erklären und den Figuren Trost zu spenden. Für das Dorf wird der Traum vom Okapi zu einer Metapher für unausweichliche Lebensereignisse, über die man keine Kontrolle hat. Und dennoch lernt die Gemeinschaft diese Vorzeichen anzunehmen. Leckys Stil verbindet Magie mit Humor und tiefgründigen Beobachtungen des menschlichen Verhaltens. Dieser erzählerische Kniff gibt dem Roman etwas Märchenhaftes und betont, dass das Leben voller Wunder steckt, selbst wenn es tragisch oder banal erscheint. Schließlich Entwicklung von Kindheit und Erwachsenwerden. Die Entwicklung von Luise steht stellvertretend für den Prozess des Erwachsenwerdens. Von ihrer Kindheit bis zum jungen Erwachsenenalter begleiten Leser sie dabei, wie sie die Welt mit all ihren Facetten kennenlernt. Mit Wundern, Verlusten, Liebe und der Suche nach dem eigenen Platz. Mariana Lecky schildert einfühlsam die Unsicherheiten und Fragen, die das Heranwachsen begleiten und wie Erfahrungen von Trauer wie auch Freude prägend sind. Luises Identität formt sich nicht nur durch ihre Beziehungen zu anderen, sondern auch durch ihr Ringen um Selbstständigkeit und Akzeptanz. Dabei zeigen sich die universellen Herausforderungen des Erwachsenwerdens, die Sehnsucht nach Zugehörigkeit, die Angst vor dem Alleinsein und letztlich die Erkenntnis, dass das Leben nie vollkommen planbar ist. Diese Entwicklung wird nicht nur als individuelle Reise, sondern auch als Teil eines größeren Ganzen gezeigt, eingebettet in die Geschichten aller Dorfbewohner. Zusammenfassend. Was man von hier aus sehen kann, ist ein Roman, der jedem ans Herz gelegt werden sollte, der sich für tiefgründige, poetische Geschichten interessiert und das Menschsein in all seinen Facetten besser verstehen möchte. Besonders empfehlenswert ist das Buch für Leser, die sich mit existenziellen Fragen wie Tod, Liebe, Verlust und Gemeinschaft auseinandersetzen und Freude an literarischer Sprachkunst haben. Die Figuren sind authentisch gezeichnet und wachsen dem Leser schnell ans Herz. Die Erzählweise verbindet Feinsinn, Humor und eine Spur von Magie. Lecky schafft es, große Lebensthemen auf unaufdringliche, fast schwebende Weise zu behandeln und zeigt, wie viel Kraft, Trost und Schönheit im Alltäglichen liegen kann. Das Buch regt dazu an, aufmerksamer durchs Leben zu gehen, die kleineren Wunder zu erkennen und das eigene Umfeld wertzuschätzen. Im Vergleich zu anderen zeitgenössischen Romanen zeichnet sich, was man von hier aus sehen kann, durch seine einzigartige Mischung aus magischem Realismus, Warmherzigkeit und philosophischer Tiefe aus. Während viele Bücher vor allem von großen Schicksalsschlägen erzählen, konzentriert sich Lecky auf die stillen, aber prägenden Momente des Lebens. Wer nach einer Geschichte sucht, die sowohl zum Nachdenken anregt als auch Hoffnung und Geborgenheit spendet, findet hier ein literarisches Juwel, das zusätzlich durch Sprachwitz und feine Beobachtungsgabe überzeugt. Dieses Buch ist eine Einladung, das Leben mit anderen Augen zu sehen. Und deshalb sollte es in keinem Bücherregal fehlen. Wenn Sie unterstützen möchten, Mariana Lecky, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.